CSS-Strukturselektoren sind heute das Thema. Ahoi beim WebDevLab. Willkommen zum zweiten Teil dieser kleinen Videoserie über CSS-Selektoren. Strukturselektoren. Neben den einfachen Selektoren aus dem ersten Video dieser Reihe gibt es auch Selektoren, die auf eine bestimmte Struktur im HTML bzw. ein bestimmtes Verhältnis zwischen den Selektoren abzielen. Das Ganze lässt sich an einem praktischen Beispiel besser verstehen. Nachfahren. Wenn du nur p-Tags innerhalb von Diffs selektieren möchtest, dann kannst du diese zwei Elemente einfach im Selektor mit einem Leerzeichen getrennt hintereinander schreiben. Diff Leerzeichen p. Dabei muss das p nicht direkt ein Kindelement des Diffs sein, sondern kann auch irgendwo tief verschachtelt auftauchen. Der Selektor greift, solange das p-Tag irgendwo mal ein Elternelement hat, das ein Diff ist. Kindselektor. Der Kindselektor ist eine eingeschränkte Variante des Nachfahrenselektors und wird mit einem größer-als-Zeichen geschrieben. Das p muss ein direktes Kind des Diffs sein. Kommt noch irgendein Element dazwischen, wie hier das Aside, dann greift der Selektor nicht mehr. Nachbarselektor. Beim Nachbarselektor geht es, wie der Name vermuten lässt, darum, den Nachbarn eines Tags zu greifen. Möchtest du beispielsweise nur p-Tags greifen, die direkt auf einen h1-Tag folgen, dann kannst du das mittels h1 plus p tun. Geschwisterselektor. Der Geschwisterselektor ist ähnlich dem Nachbarselektor. Jedoch geht es hier nicht um den direkten Nachfolger eines Tags, sondern es reicht, wenn der gesuchte Selektor irgendwann nach dem ersten folgt. Sagen wir, du möchtest Listen, die irgendwann nach einem h2 folgen, auswählen. Dann kannst du das mit Hilfe von h2 ~ul. Dabei greift der Selektor natürlich auch, wenn die Liste direkt auf die h2 folgt, wie beim Nachbarselektor, aber eben auch, wenn noch weitere Elemente dazwischen sind. Selektorlisten. Du kannst auch mehrere Selektoren für ein und dieselbe Style-Deklaration angeben, indem du mehrere Selektoren mit Komma getrennt schreibst und erst nach dem letzten Selektor die geschweiften Klammern öffnest. Wichtig daran ist allerdings, wenn in einem dieser Selektoren ein Fehler ist, wie hier der Slash mitten im Selektornamen, dann ist die gesamte Selektorliste ungültig. Und auch die zwei noch korrekten Selektoren werden vom Browser nicht ausgewertet. Glücklicherweise gibt es inzwischen eine bessere Variante mit sogenannten Forgiving Selectors, aber das zeige ich dir im nächsten Video dieser Reihe. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Die ganze Woche kommen jetzt Videos zu CSS-Selektoren raus. Abonniere doch den Kanal, um keins davon zu verpassen. Bis dahin, Happy Coding und tschüss tschüss!